Morning, herzlich willkommen aus meiner Bude. Apfelessig und Zitrone, 2 Stück davon wird bei mir gescheppert, 1,5 Liter Wasser und dann sind wir erstmal am Start für heute. Jetzt gibt es erstmal exakt 10 Gramm meines Meta Pluses, denn gleich wird Cardio gemacht, Daily Cardio, auf 700 Milliliter Wasser ungefähr. Und so, Freunde, starte ich rein in den heutigen Dienstagmorgen. Wir sind am Start. Ihr begleitet mich bzw. uns heute mal wieder durch ein Full Day of Eating. Warum mal wieder? Wir hatten damals schon eins gemacht und das ist sehr gut angekommen, war aber in der Olympia Prep letzten Jahres. Jetzt befinden wir uns im Aufbau und wie der so bei mir aussieht, kriegt ihr heute auf jeden Fall alles hautnah und live mitzuerleben. In diesem Sinne Cardio, Training, alle Meals und was sonst noch bei mir ansteht im Lifestyle eines Pro-Bodybuilders gibt es heute zu sehen. Viel Spaß damit. Let's go. Cardio ruft. Blöd. Blöd? Blöd. Ich lasse immer erstmal das Meta kurz zünden. 5 bis 10 Minuten. Und dann schwingen wir uns aufs Rad. Oh. Normalerweise wird hier das Techno-Set auf volle Dröhnung gemacht. Was viele nicht wissen, das Shred Secret. Wenn du dabei Techno hörst beim Cardio, ist die Fettverbrennung um 10% erhöht, weil die Herzfrequenz steigt. Sieht man das? Ich kann mein Handgelenk leider aufgrund fehlender Mobilität nicht weiter drehen. Meine Herzfrequenz ist sehr niedrig normalerweise, was auch dem vielen Cardio geschuldet ist, was recht gut ist. Mein Kardiologe hat gesagt, sind Sie Profi-Rennradfahrer? Hört man gerne. Hört man gern, deswegen ganz wichtig der Sonderzuschlag jeden Morgen. Aber ich bleibe immer so zwischen 100 und 115 in dem Bereich. Aber was auch ein guter Indiz ist, man soll sich nebenher noch unterhalten können, so wie ich gerade. Dabei schon aber ein bisschen hecheln und die Beine sollten nicht krass übersäuern. Das merkt ihr schon, jetzt komme ich langsam in Fahrt hier. Davor habe ich keine Ahnung gehabt, was ich überhaupt gebabbelt habe. Alice braucht mich gar nicht anzusprechen, bevor ich morgens erstmal Punkt 1 nicht auf dem Klo war, Alter. Punkt 2 mein Cardio nicht gemacht habe und mich gedehnt habe und danach ist eigentlich der Tag am Start. Ich muss mich außerdem bei meiner Community hochgradig entschuldigen. Ach, Alter, mich zerrissen. Da hat wahrscheinlich der Booster schon gescheppert. Full Day of Eating, nicht ohne Ehrenfrau Alice. Wisst ihr ja Bescheid, sonst würde ich ja vom Hungerast fallen oder wäre schon in der offenen. Ja. Da musste sein, Schatzi. Nee, Lass ihn endlich in die offene. Spaß beiseite. Meine Herzensdame, meine bessere Hälfte, für die ich sehr dankbar bin, was viele mir auch irgendwie nicht glauben, bereitet Alice unser Frühstück zu. Es kann nur eine so gut wie Oats aufkochen, in Omas Kochtopf. Man muss dazu sagen, wir haben einen Topf in diesem Haus, einen einzigen. Den hat meine Mama uns zum Auszug gegeben. Ja. Und dann hat Urs gesagt, so komm, wir schmeißen den weg, einfach auf der Fahrt. Oh. Ja, hey, ich schäme mich bis heute dafür. Da könnt ihr alle Roids vergessen. Mehr Anabolismus gibt es nicht als den Kochtopf. Aber seht selbst und begleitet Alice in unsere Küche zur Zubereitung. Man sollte vielleicht noch die wichtigste Frage klären, bevor wieder die ganzen YouTube-Kommentare vollgespammt werden. Was hast du eigentlich für einen Fahrradergometer, auf dem du jeden Morgen Cardio machst? Ich wüsste, diese Frage kommt heute noch. Unbezahlte Werbung. Ein Live Fitness IC6 Fahrrad. Muss ich erwähnen, weil mir dann viele schreiben, Mann, bist du Millionär? Weil das Ding sehr teuer ist, aber ich habe es tatsächlich geschenkt bekommen. Könnt ihr euch holen, es macht seinen Job, ist gut. Aber Real Talk, hätte ich das nicht geschenkt bekommen, hätte ich es mir auch nicht selber gekauft, weil es mir auch zu teuer wäre. Aber es gibt auch viele Alternativen und wer gar keine Alternative hat und im Block wohnt, so wie ich, der kann auch einfach die Treppe hoch und runter gehen. Das habe ich tatsächlich auch öfters mal gemacht. Da bin ich hier 40 Minuten lang die Treppe hoch und runter gelaufen. Und das zimmert auch gut rein. Also, wisst ihr Bescheid, ich habe Hunger. Ja. Solomon, Legende. Bester Mann. Für alle, die Unterhaltung beim Cardio suchen. Oder natürlich die Videos von Oskar Liczynski auf YouTube. Die sollen auch ganz gut reinzimmern, habe ich gehört. Wir waren nämlich vorgestern im Gym und da kam keine Musik oder so. Und was macht denn natürlich der selbstverliebte Oskar Liczynski?
So das ganze Gym ist voll und wir lässt erstmal so Oskar Leczynski-Playlist laufen, so Motivationsvideos und so. Das war aber schon auf Scherz angelehnt. Ja. Du musst schon dazu sagen. Und dann sind alles gekommen. Alles, was du sagst, ist so gegen mich verwendet. Die hauen immer richtig kranke Sachen Und dann raus. sind zu ihm so Fanboys gekommen und sagen so, Jo, du bist so krass und so im Gym, krass, dass sogar deine Motivation hier läuft, gell? Jungs, Schatzi, komm. Du kennst den Platz. Es wird wieder geschossen. Ihr wisst ja, wie es bei uns beiden abläuft. Alles auf sehr viel Selbstironie. Aber so muss es sein. Nehmt euch nicht immer zu ernst im Leben. Macht ein bisschen Späßle mit eurer Perle. Da wird das Leben immer ein bisschen einfacher und lockerer. Freunde, Cardio auch ganz wichtig bei allem Spaß, den wir hier hatten. Gesundheit sollte das oberste Gut sein, deswegen Daily Cardio bei mir kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ist auch gut, jetzt nicht nur für Gesundheit, sondern gerade die Jungs und Mädels, die jetzt nicht viel essen können im Aufbau, für die ist es cool. Ihr kriegt dadurch mehr Hunger, der Appetit wird angeregt. Also Cardio hat so viele Vorteile. Ihr merkt auch bei mir allein, der Mut, eure Stimmung ist eine ganz andere. Ihr fühlt euch einfach viel besser danach. Auch gut für eure Insulinsensitivität, sprich sowas wie Diabetesgefahr und so könnt ihr damit beheben. Allgemein wichtig, da auch ein bisschen nüchternen, gefasteten Zustand zu sein. Nicht morgens das Erste, was zu machen, aus dem Bett rauskommen, direkt ein Schokocroissant reinbuttern, sondern ja, dem Körper auch mal eine Zeit lang nichts zu geben. Auch wenn ihr Hypertrophie als Ziel habt, habt nicht Angst davor, katabol zu werden oder so. Das passiert nicht so schnell. Aber das ist ein guter Übergang, bevor Alice die Wohnung auseinander nimmt. Ja, weißt du, er räumt dir nie Sachen auf. Mit dem Hate. Deswegen lässt mich das alles so kalt im Internet. Den größten Hater habe ich vor der Nase. Hey, außerdem kriege ich wieder den meisten Hate ab, das weiß ich jetzt schon. Ich muss sagen, Markus, ich habe ein Bild gepostet auf Insta und es geht um meine Person und was schreiben die Menschen? Us in die offene Alice Scheiße. Ist okay. Die Boys haben mal wieder einen rausgehauen, ey. Ich hab's geschrieben. Ja, mit einem deiner vielen Fake-Accounts. So, aber Kommentare haben sogar 200 Likes oder so bekommen. Jetzt sind nur alle hobbylos, oder? Nee, das ist meine Community. Stinkt. Genau, aber bevor wir duschen, machen wir noch Stretching. Und vorm Stretching gibt es meinen legendären Anti-Katabolismus-Shake, Post-Workout-Shake. Den zeigen wir euch jetzt und gehen schwitzend, wie ich bin, Alice ein bisschen auf den Sack in der Küche. Was wir natürlich immer gern machen. Das ist Alices Geldbeutel. Was hast du dagegen? Ja, das ist cool, gell? Okay. Wir brauchen wieder genügend zu trinken. Ultra wichtig, auch für die ganzen Nährstoffe, die danach kommen, um die aufzunehmen. Und dann packen wir wieder die Waage aus und mischen uns das zusammen. Und zwar mit 15,2 Gramm Glutamin. Hier habe ich ein Basenpulver, 10 Gramm. Kollagen, buttern wir 15 Gramm von rein. Wieder die große Preisfrage, braucht ihr das alles? Nein. Doch. Guter Influencer würde jetzt wahrscheinlich sagen, doch. Aber ist immer recht individuell. Was aber das Allerbeste ist, ist das Kreatin. Beste Supplement, was Performance und Leistung angeht überhaupt. Jeden Morgen da zwischen 5 und 10 Gramm. Heute sind 7 Gramm. Ist okay. Musst du in die Küche. Ja, es blubbert, aber es ist völlig okay, wenn das Geräusch perfekt ist. Ja? Ich wollte jetzt noch was anderes anmerken. Ja? Guck mal, jetzt wird es jetzt so aussehen, als würde dieser arme Junge jeden Morgen diese 5 Döschen extra aufmachen müssen, alles rein werden müssen und so. Aber dem ist natürlich nicht so. Weil eigentlich hat er ja auch so vorgepreppte Döschen, gell? Wer preppt die denn vor? Ja, wer wohl? Dann. Ich natürlich. Mann. So, jetzt sind wir aber wieder beim Thema. Wow. Es fehlt noch eine Zutat. 15 Gramm EAAs gibt es auch noch. So, 17 sind auch okay. Off-Season kann man das Ganze ein bisschen entspannter nehmen. Aber weh, ich mache viel zu wenig oder viel zu viel. Dann hast du gleich so, Mann, wieso kannst du nichts? Alter, du bist voll permanent am Haten. Jetzt beruhig dich mal wieder. Geisteskrank. Jetzt hast du mich voll aus meinem Rhythmus gebracht. Ich habe hier gerade den Leuten was Sinnvolles erklärt über Kreatin, über was brauchen sie wirklich.
Und gesagt, dass man es nicht braucht. Ja, Star-Influencer ist am Start. Nee, was ihr wirklich braucht, ist Kreatin. Das beste Produkt, was für Muskelaufbau am Start ist. Glutamin ist eine geile Sache für die Magengeschichte und so, auch fürs Immunsystem. ERAs würde ich schon allen empfehlen. Hier wie die von Vario mTOR ERAs ist auch nicht ganz so viel Süßstoff drin, zimmer ich mir so rein. Und dann ist es natürlich immer abhängig davon, wie groß euer Budget ist, beziehungsweise was eure Probleme sind. Wer Probleme mit Gelenken, Sehnen, Bänder, Pipapo hat, sollte Kollagen auf jeden Fall zusätzlich supplementieren. Wer viel Fleisch konsumiert, vielleicht Enhances und so, ist auch ein Basenpulver, was eine feine Sache. Ashwa Pro kann ich eigentlich auch jedem Natty empfehlen, gerade bei den Nattys auch das Stresslevel oder das Stresshormon recht häufig ausgeschüttet wird und nicht so gedrückt wird. Da ist Ashwagandha eine geile Sache. Gibt es bei mir 3-mal am Tag 3 Stück. Morgens nach dem Cardio 3 Stück zusammen mit dem. Dann gibt es nach dem Training nochmal 3 und vorm Schlafengehen 3. Dosiere ich immer so hoch, weil ich erst bei so einer Dosis spürbar was bemerke. So sieht's aus. Das lassen wir jetzt hier ganz provokant stehen. Lassen wir provokant stehen. Drücken noch einen frechen Spruch. Wird jetzt hier auch alles mit Pulver. Ja, Alter. Einfach nicht mit Pulver zu treffen. Ja, und dann laufen wir einfach ganz macho-mäßig mit dem Invisible Led Syndrom aus der Küche raus. Ist perfekt geworden. Siehst du? Perfekte Wasserkonsistenz. So, ab zum Yoga. Das ist immer die Qual der Wahl. Lege ich mich da jetzt wirklich hin und stretch mich oder setze ich mich hin und schmeiß die Switch an. Aber Freunde, von nichts kommt nichts. Breiten wir das Ding hier aus. Stretching mache ich jeden Morgen, weil ich es einfach merke, es mir brutal hilft. Was jetzt Verletzungsprävention angeht, was Geschmeidigkeit an sich angeht, was das Posing angeht. Ich könnte da noch weitere Aufzählungen machen. Also es hilft schon sehr, sehr viel. An einem Otto-Normalverbraucher, Bürger würde ich empfehlen, sich 2- bis 3-mal die Woche aktiv zu dehnen. Ich mache es jeden Tag, weil ich einfach das Beste rausholen will und muss aber auch sagen, in der Off-Season wechsle ich da gern mal ab. Also konzentriere mich einen Morgen eher mehr auf Vakuums und ein bisschen Transversus-Aktivität vom Bauch und einen Tag mehr auf Stretching. Also wechsle ich ab und in der Prep mache ich dann auf jeden Fall immer beides. Und genau so läuft das Ganze ab. Frisch geduscht und wie nagelneu habe ich hier nicht meine Rotze am Finger, sondern auch keine Fremdwerbung, nicht bezahlt. Gatobi Strandmatte gibt es morgens nach dem Duschen in die Haare hier, dass ihr das auch mal wisst. Wer Young El Polacco sehen will, in der Küche, damals schon aktiv gewesen, am die Gains safen. So sah es hier aus. Wann war es? 2004. Ja, schöne Erinnerungen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern ich habe jetzt Hunger. Und deswegen sehen wir uns gleich in der Küche zur Fertigstellung meines morgendlichen Protein-Porridges. Uromas Kochtopf hat geregelt. Sieht jetzt das Ganze so aus. Jetzt machen wir auf Rocky Balboa-Style ein Ei hier drauf, denn wenn wir das Ganze jetzt hier verrühren, dann gibt das Ganze eine geile cremige Konsistenz und durchs Ei haben wir gute Fette mit am Start und durch die Resthitze geht es auch gut auf. Was ist das Ganze jetzt? Es sind 50 Gramm Dinkelflocken, 50 Gramm Haferflocken, mische ich immer ganz gern. Nächste Proteinkomponente, 2C Plus Whey, das nehme ich ganz gerne am Morgen. Ich mische das auch noch mit ein bisschen Final, dann habt ihr eine langsam verdauliche Proteinquelle und was Schnelles durch das Isolat. Da mische ich mir 60 Gramm von mit rein und dann wird das Ganze richtig cremig. Aber ihr merkt schon, Früchte und Gemüse sind bei mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann habe ich immer mit drin. Gibt es jetzt noch 2 Sachen. Vom Aloe Vera Drink, einen Schluck. Aloe Vera auch sehr gut. Schmeckt nicht so geil, aber sehr nährstoffreich. Dann haben wir meine morgendlichen Supplements am Start, unter anderem Omegas, Vitamin D3, K2, ein paar Gesundheitssupplements. Die kommen dann mit dem ersten Meal auch rein. Supplements solltet ihr außer Kurkumin, Kreatin, Glutamin, das Morning-Ding, solltet ihr nicht auf nüchternen Magen nehmen. Das kann manchmal auf den Magen schlagen, deswegen immer zur Mahlzeit dazu. So wird es auch ganz gut verdaut. Als letzte Komponente kommt noch Mandelmus mit drauf, als gute Fettquelle. Wir haben das eine Ei schon drin, aber das ist mir ein bisschen zu wenig Fett. Fette auch sehr wichtig. Esse ich persönlich aber nur morgens
Und abends, also im ersten und im letzten Meal, habe ich Fette mit drin, weil Fette den Proteinstoffwechsel ein bisschen verlangsamen. Die sättigen dann zwar mehr, aber rund ums Training will ich die Sachen ja schnell zur Verfügung haben. Deswegen gibt es da keine Fette, aber über die Nacht, um versorgt zu sein, baue ich gern Fett mit ein. Und am Morgen, da ihr über die Nacht jetzt nicht viel hattet, gibt es 10 Gramm vom guten braunen Mandelmus. Und als allerletztes gibt es noch guten Ceylon-Zimt mit drüber. Was macht Zimt? Verbessert einfach die Kohlenhydrataufnahme. Dementsprechend sehr, sehr gut. Und wenn man einen guten Zimt hat, muss man da auch nicht sparen. Da kann man schon einen guten alten Zimtteppich drüber machen. Ja. Was es auch noch gibt für die Verdauung, ein Stückchen vom Ingwer. Schneide ich einfach so ab. Dann wird sich das Ding einfach reingeschallert. Ist ein bisschen scharf, aber irgendwann ist man davon abgehärtet. Erzähl dir schon hier. Cremig. Ohne Ende das Ganze. Baba. Machen jeden Morgen was Neues. Warum soll ich es jetzt in ein anderes Gefäß füllen? Noch schöner anrichten. Das taugt auch. Gott sei Dank bin ich kein Food-Influencer oder Food-Blogger. Wie viele Meals kommen denn noch? 7 Stück. Aber das erste Meal wäre für heute drin. Normalerweise gibt es jetzt meinen Mittagsschlaf, den ihr alle kennt. 1 bis 2 Stunden räume ich dafür immer frei nach der ersten Mahlzeit, wenn die Morgenroutine vorbei ist. Ihr wisst, Schlaf ist extrem essentiell. Es ist der Faktor, der euch am meisten oder der euch wachsen lässt. Denn nur im Schlaf werden alle regenerativen Prozesse eingeleitet, alle aufbauenden Prozesse. Deswegen, wer den Luxus hat, holt so viel Schlaf raus, wie es geht. Heute haben wir aber den Gast am Start und gestern ist meine Switch angekommen. Also habe ich heute Bock, mal 1, 2 Ründchen zu zocken. Ich hab dich doch erwischt. Mach die Cam ruhig aus, Junge! Wie nennt der ihn? Cheater. El Polacco. Ich glaube, ich gehe doch schlafen, weil so viele Wins, wie ich einfahre. Guck mal, was ein Pro-Bodybuilder macht. Schlafen, Essen. zocken, Brownies essen. Steht nicht auf dem Plan, aber haben wir einiges vor uns heute. Wunderbar. Ich lege mich jetzt hin und werde noch so 20 Minuten auf jeden Fall pennen. Muss jetzt sein. Dann geht es in die nächste Tageshälfte und zwar in die Pre-Workout-Routine. Dann fahren wir ins Studio und dann wird weggezimmert. Aber erstmal gehen wir pennen. Scheiße, ist das heiß. Moin, was macht das Pre-Workout-Meal? Oh, ich bin voll verschwitzt. So eklig. Nee. Hör auf. Hör auf. Ich mische mir gerade Proteinkomponente an. 50 Gramm Feine und ich mache mir das immer da drin, weil ich mag mein Feine nicht im Reispudding, weil was hat ein gutes Isolat an sich, es wird dünnflüssig dann, wenn man das irgendwo zugibt. Und ich mag dieses Reige vom Reispudding und deswegen mache ich mir hier einfach mit so ein bisschen Wasser, mache ich mir hier immer so einen Pudding. Das schmeckt erstens mal viel geiler und die Konsistenz ist weder beschissen vom Reispudding noch vom Protein. Und deswegen habe ich da hier meine kleine Nutella am Start. Schmeckt recht nice. So sieht meine Pre-Workout Nutrition aus. Und der aufmerksame Zuschauer weiß, den ersten Teil vom Pre-Workout Shake, den Nitro und das Meta, gibt es schon zu Hause. 20 Gramm Nitro, 10 Gramm Meta, weil die brauchen eine Weile, bis die wirken. Halbe Stunde, 40 Minuten vorher. Deswegen das Ding und dann auf dem Weg ins Gym, also so 10 Minuten vorher. Gibt es da noch den Nootropic, einfach um den Fokus am Start zu haben. So sieht's aus, Freunde. Hier drin sind auch noch 1 Gramm Salz für den äußerst stabilen Pump. Und ja, der gute alte Zimtteppich wird wieder geladen. Oh. Oha. Oh. Jetzt habt ihr mich erwischt. Frau hat so lecker gebacken. Da gönnen wir uns ein bisschen. Und dann geht's aber ab ins Training, keine Sorge. 3600 habe ich heute. 3600 Kalorien. Aber die haben dann Sonderzuschlag auch nochmal einen Taui. Also haben wir roundabout 4K. Roundabout 5K. Ja.
laufen, 125 Kilo und ab in die offene. Ab in die offene. Du sollst das Post-Workout essen. Ja, okay. Kann nichts dafür, dass du so lecker backst. Ab ins Gym hier. Wer fährt? Die U5 fährt. Hier hinten die Boys schon wieder das X. Wunderbar. Das ist die U5, Freunde. Hier bin ich aufzufinden. Wir sind auf dem alltäglichen Weg zur Arbeit. Und zwar am Frankfurter Tor. Seit wir hier wohnen, tatsächlich immer der Weg zum Gym. Sind noch mal so 10 Minuten dann zu Fuß. In der Zeit trinke ich mein Pre-Workout. Mache mir schon mal Gedanken übers Training. Und wenn wir dann da sind, wird losgescheppert. Du kannst mal gleich links schwenken, aber noch nicht. Da kommt Urs Lieblingsladen. Immer wenn er im Prep ist. Jetzt laufen wir nicht gegen die Laterne dagegen, sonst haben wir doch Lauf dagegen. Doch, guck mal. Ich bin mal gescheit in der Bunne. Ja, jetzt Ich wollte das jetzt beenden. mach was dich ich nicht, sagen blamier dich wollte. nicht, Schatzi. Doch. Da drüben haben wir einen Urs Lieblingsladen drin. Du redest wahrscheinlich schon wieder so Und die leise. Leute holen sich dann immer diese Donuts eben und setzen Jetzt sich weiß da ich, welche auf die Story Bank. kommt. Und Ich in in der der. Prep läuft er dann immer an diesen Leuten, an diesen glücklichen Menschen mit ihren Donuts vorbei und fragt die einfach, und wie schmeckt dir Donut? Ja. Und kann man den Donut empfehlen? Kann der was? Berechtigte Dann guckt er Frage. diesen Donut ganz genau an, wie es werft dir was drauf und dann sagt er so, ach, sieht aber echt richtig gut aus. Ja. Ja. Nennt sich auch freundliche Kommunikation mit den Mitmenschen, Weil der so die Hunger du nicht hat. kennst. Alicia läuft so. Weil er so Hunger Bah, hat. Ja, fremde Menschen. Gar kein Bock. Ich bin nett zu Menschen, Ja. die ich mag und ansonsten Ja. hast du jetzt genug gedisst für heute. Nö. Gehen wir da heute auch noch hin? Hey, du hältst mich doch dann wieder voll, dass du 125 Kilo wiegst. Ja, und komm, du jetzt bist so irgendwann scheiße. reicht doch mal. Chill mal. Freunde, wir sind fertig, Gott sei Dank. Es war eine harte Session, aber darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Und zwar gibt es jetzt Post-Workout Meal à la Alice, Self-Made, Homemade Brownies. Enthalten, glaube ich, sind Sweet Potatoes, also Süßkartoffeln, Banane, Datteln, also alles, was man nach dem Training braucht. Schnelle Kohlenhydrate und dazu natürlich die Proteine. Und zwar haben wir am Start 50 Gramm Final Protein, das Protein von Vayu, was sehr schnell verdaulich ist. Am schnellsten verdaulich, da es sogar Whey-Hydrolysat enthält, also das am schnellsten verdaubare Whey, was es gibt. Davon 50 Gramm sollten uns, bis wir zu Hause sind, über Wasser halten. Wer mich unterstützen will, solche Projekte unterstützen will, wie immer Polacco benutzen bei euren ESN-Einkäufen. In diesem Sinne, ich gucke die ganzen Brownies hier schon an und ich glaube, jetzt langsam müssen wir sie vernaschen, oder? Mann, du brichst das Brot mit. Achso. Ich dachte schon. Ganz der Assi, der Egoist. Wrapped in Peace. Alicia hat noch nicht mal gekostet, ihre eigenen Brownies. Traurig. Schmeißt sie mir zum Fraß vor. Da seht ihr mal, es muss nicht immer Reis und Chicken sein, gerade nach dem Training. Viele benutzen auch Cornflakes, das ist auch eine Möglichkeit. Ich mag generell Süßstoffe nicht so arg, versuche sie größtenteils zu vermeiden, auch aufgrund meiner Haut. Und deswegen lieber was selbstgebackenes mit aus natürlichen Inhaltsstoffen. Feiere ich da mehr. Es sind auch wichtige Mineralstoffe in Banane und so enthalten. Also so sieht's aus. Willst du echt nicht probieren. Komm, ein Stückchen. Alicia, bitte. Alter. Alice. Ich mag das eh nicht. Jetzt Ich bin komm zu doch gesund. mal. Ist mir zu gesund. Ich bin echt zu gesund. Hast du Hände gewaschen? Ja, natürlich habe ich Hände gewaschen mit Seife. Zweimal. Einmal fast und einmal gar nicht. Ja, schmeckt. Feierabend für heute, Freunde. Wir haben es schon knapp 19 Uhr jetzt. Für uns geht es jetzt ab nach Hause. Das Post-Workout-Meal habt ihr gesehen. Jetzt wird es aber Zeit. Es stehen noch 4 Meals auf dem Programm und die müssen jetzt auf jeden Fall rein. Komm, Urs, ein Donut.
Ein Donut. Ein Full Day of Eating. Gar keinen Fall. Ich habe noch 4 Meals zu snacken. Das ist nämlich auch der große Fehler, das Cheat Meal in der Mitte des Tages zu essen. Weil wenn ihr noch die normalen Mahlzeiten habt, die eher in Anführungsstrichen trockener sind, dann habt ihr natürlich Bock, was anderes zu essen. Dann kriegt ihr die normalen Mahlzeiten nicht mehr rein hier. Aber der ist echt gut. So, wir hauen ab. Viel Glück bei den 4 Meals. Ja, wir sehen uns zu Hause, Freunde. Also. Und nicht Alicia abgeben, du musst die essen. Sowieso nicht, kriegt nichts von mir. So, Freunde, zu Hause angekommen. Gibt es die nächste Mahlzeit, wie ihr schon mitbekommen habt. Wir sind ein bisschen spät dran. Deswegen zeige ich euch, was es jetzt gibt. Und zwar meine 3 Reismahlzeiten, die Alicia heute Morgen zubereitet hatte. Die gibt es jetzt den Abend über verteilt. Müssten immer 100 Gramm Reis sein, 150 Gramm Gemüse und 200 Gramm Hähnchen. Was natürlich nicht fehlen darf, der Ehrenmann oder die Ehrenfrau Sriacha begleitet mich durch den Aufbau. In der Diät gibt es sowas nicht mehr, aber im Aufbau, um das Ganze ein bisschen schmackhafter zu machen, gibt es das hier, kleiner Geheimtipp, Salatkräuter von Lidl mit dazu. Einfach so ein bisschen drüber und fertig. Und dann sehen wir uns zur letzten Mahlzeit, Freunde. Es ist soweit. Wir haben es knapp 11 Uhr. Jetzt gibt es meine letzte Mahlzeit für heute. Und zwar, der Mann isst Milchprodukte. Ja, Freunde, habt keine Angst vor Milchprodukten. Die machen euch nichts Böses. Ist eine gute Proteinquelle, gerade für Schüler, Studenten. Kostet kaum Geld und ist richtig, richtig gut. Bei mir gibt es diesen Fake-Milchreis fast jeden Abend eigentlich, bestehend aus 200 Gramm Skier, 100 Gramm vom Körnigen Frischkäse hier light und nochmal ein paar Proteine und Geschmack dazu zu fügen. Gibt es was vom Final Protein, Milky Chocolate in dem Fall. Ihr könnt aber auch das 2C Plus nehmen, das ist auch gerade für die Nacht ganz cool, da es aus Casein besteht und wir wollen ja, dass der Körper über die Nacht mit Nährstoffen versorgt ist, deswegen gibt es auch noch eine gute Fettquelle dazu. In dem Fall gibt es nochmal 20 Gramm von der Cannabaud Schokolade hier, wichtig aber dunkle Schokolade nehmen und nochmal was vom braunen Mandelmus, sehr zu empfehlen und nochmal ein bisschen Geschmack reinzubringen. Hier haben wir Flavor Tasty am Start, hier das Dark Cookie Crumb, schmeckt einfach 1:1 wie Oreo. So sieht das letzte Meal aus. Das zimmere ich mir rein und dann geht es auch schon ab ins Bett. Zu dem Meal gibt es natürlich auch noch ein paar Supplements. Ganz wichtig, Omega-3, davon 4 Kapseln. Einfach um die Fette nochmal am Start zu haben. Dann nochmal 3 Kapseln vom Ashwa Pro. Fährt ein bisschen runter vorm Schlafen gehen, also optimal. Und ein Supplement, auf was ich schwöre, Melatonin. Und zwar 5 Milligramm, also 5 von den ESN-Tabletten da. Das sorgt auf jeden Fall für einen tiefen Schlaf. Und nicht nur das, sondern auch viel mehr. Wer sich dafür interessiert, kann selber mal reinlesen. Melatonin auf jeden Fall eine geile Sache. Und somit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Der Einblick in die Off-Season, in den Full Day of Eating, wie man so schön sagt. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Ich hau rein. Bis zum nächsten Mal. Adios.